Bip-bap, bip-bada, bip-bap-bam. Bada-bap-bada-bap-bap. So. Nehmen wir nicht das live. Ich bin viel zu professionell, was du hier alles machst. Wirklich? Willst du? Nee. So. Gut. Hallo. Man sollte uns hören. Ich habe vergessen, dass der linke Monitor scheiße ist, aber ich kann den Chat lesen. Das ist alles, was ich machen muss. Einen herzlichen willkommenen Abend. Ich habe mich komplett versprochen zur Wizards Presents, einen kleinen süßen Spontan-Livestream hier. Und das ist der erste Wizards of the Coast Presents Livestream. Das ist das erste Mal, dass die das machen. Und die werden halt zu Magic the Gathering was zeigen, zu MTG Arena, zu D&D relativ viel und analog wie digital. Das heißt halt auch Spiele. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwie das letztes Jahr nicht mitbekommen. Aber das gab's Nee, ja das gab's noch gar nicht. Oh Mann, du hast mir richtig einen Stein vom Herzen Ja, alles gut. Damit hallo an Erwi, hallo an Egwo, hallo an Kitsuyui. Hey Random-Nutzer, hey Dongi, hey Slin, hey Mortal Kombat-Fan, haha. Oh, ist ja auch was. So kann man sich auch mal nennen. Ja, ich bin gespannt, das ist eine kleine Wundertüte. Premiere in 60 Sekunden. Wir könnten aber auf jeden Fall schon mal hier mal rüber switchen. Weil wir starten halt quasi instant. Ja, wir sind sofort. Wenn irgendwas mit dem Sound ist, schreibt ruhig. Wir haben extra etwas anderes Setup, wie ihr seht. Was aber ganz cool ist, wenn man zu zweit hier mal aufnimmt. Übrigens, Malte ist dabei. Ich weiß nicht, ob die Leute das irgendwie... Vielleicht ist das mal klug. Du hast einfach auf Starten gedrückt und ich habe irgendwie noch in der Nase gebohrt. Ja, wir haben auch kein Intro gehabt. Wir haben einfach direkt angefangen. Direkter Start. So mag ich das. So mag ich das eigentlich gar nicht so sehr. Ich mag eigentlich immer so eine Pre-Show und so. Ob die jetzt auch selber noch so Pre-Show haben oder ob es bei denen auch direkt so losgeht. Na, das ist eine YouTube-Premiere. Das ist ja ein VOD. Ja, und? Ja, dann werden die das vorproduziert haben. Natürlich, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem eine Pre-Show haben können. Ich sehe auch gerade, die starten die Premiere um 17:55 Uhr. Ich vermute mal, da läuft in 5 Minuten jetzt noch ein Counter gleich runter. Was immer sehr mutig ist für eine YouTube-Premiere, weil eine YouTube-Premiere selbst hat noch einen 3-Minuten-Counter. Mal gucken, mal gucken, was die gemacht haben. Mal gucken, ich bin aber mal gespannt. Das sind Magier. Auch, aber das sind auch Hexer und Tiger und Hamster. Der Hamster ist aus... Weiß ich nicht. Baldur's Gate. Nee, der Hamster, den gibt's auch bei Neon Dynasty. Ist es nicht? Ja, wirklich, stimmt. Ja, shit. Quatsch erzählt. Ach, guck mal, der Stream Elements Bot ist auch da. Hallo Stream Element. Es ist so warm, ich schwitze die ganze Zeit. Möchtest du was haben? Brauchst du was? Ich brauche, ist nicht noch jemand von den Leuten da? Die essen doch gleich alle. Hallo übrigens, Tianbau. Hey, Egwo. Hey, Trollfaust. Hey, ja, genau das. Ja, das ist ein bisschen laut. Weiß ich nicht. Okay. Ich mache auch hier mal ganz kurz für euch ein bisschen leiser. Den Leuten sind die Ohren weg. Ja, entschuldigt, Leute. Hey, Gibor, danke, dass du dabei bist. Und danke fürs Rummodden. Sagt man das so, Rummodden? Mod. Cool. Mod mal nicht so rum. Ich muss mal gucken, ob da irgendjemand von den Leuten noch da ist. So Ähnliches haben sie eigentlich jedes Jahr gehabt, aber nur für Magic the Gathering. True. Aber das hieß nicht Wizards Presents, oder? Also ich weiß nicht, ich bin halt vielleicht voll der Noob oder so. Aber ich dachte immer, also ich habe gedacht, das wäre jetzt neu. Was wird vorgestellt? Alles mögliche zu MTG Arena, Dungeons & Dragons und quasi alles, was Wizards sonst noch hat. Ich denke, wir sehen das neue Set einmal für Magic. Und wir werden höchstwahrscheinlich Updates kriegen zu MTG Arena, also dem digitalen Magic. Aber ansonsten bin ich unverbraucht. Ich weiß es auch nicht. Ist das hier der Ahoi-braune Feierabend-Livestream? Ist es immer. Immer wenn Nico dabei ist, ist es auch ein Feierabend-Stream und Ahoi-Sause wird hier gelebt. Von allen, deswegen. Na klar. Oh, guck mal, jetzt geht die Sause da. Jemand hat schon gefragt, ob es der Feierabend-Ahoi-Sause-Stream ist. Nee, das traue ich mir noch nicht. Oh, guck mal. Da kam von Big Piccolo PL, vielen Dank. Das sind polnisch. Das ist polnisch PL? Mhm. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Polinos. Hey ho, Dankeschön. Stimmt, der ist ja an 2,13 € sind's. Und er hat den Stein ins Rollen gebracht. Der erste. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier noch Schönes passiert. Gibt es vielleicht einen Switch-Release für Arena? Würde sich eigentlich anbieten. Wäre Touch relativ und Co. klug. Ja. Aber stimmt, die Switch ist ja auch noch die beste Konsole dafür. Der Formfaktor ist aber, also nicht der Formfaktor, dass die Display Höhe ist, glaube ich, nicht optimal für MTG Arena, oder? Was Leute TFT spielen, wirklich
auf den kleinsten Handys der Welt. Du kannst Magic auch am Handy spielen. Ja, stimmt schon. Wie geht's dir, Malte? Nee, warum? Malta. Großartig, aber es ist ja Nico-Stream. Ich bin nur dabei. Habt ihr einen favorisierten? Ja, wobei, alles, was wir Magic hier gemacht haben, haben wir immer zusammen oder gegeneinander oder miteinander gemacht. Habt ihr einen favoriten Zelda-Teil? Wenn es so auf alle, die es jemals gibt, dann gehe ich mit Link to the Past, weil er so zeitlos ist. A Link Between Worlds war richtig großartig, aber dann nur, wenn ich Breath of the Wild nicht nennen darf, weil das ist einfach das bessere Spiel für mich. Ja, ich glaube, Breath of the Wild wird in 10, 20 Jahren ein bisschen böse gealtert haben. Und das glaube ich weiß nicht, die Grafik war schon shit, als es rauskam. Ja. Wie findest du den schönen extra runtergeladenen Stream-Browser Vivaldi? Ich hatte das mal hier im Stream erzählt, dass ich extra, also den Vivaldi-Browser benutze ich nur dafür, weil da ist nichts von mir installiert, da kann nichts einfach aufploppen und so weiter. Das ist so ein reiner Browser, wo ich dann die Streams zeige oder... Ha! Echo, super chatted. 2 Euro. Ocarina of Time. Ich finde Ocarina of Time ist... Okay, Hot Take ist ein bisschen overrated. Ja, voll. Also... Ist das ein Hot Take? Nee, ne? Mittlerweile nicht mehr. Ocarina of Time ist einfach nicht so gut gealtert. Ja. Aber damals war es geil. Kann man eigentlich bei YouTube-Premieren das vorher einstellen, dass es 5 Minuten sind? Das waren doch damals nur 2 oder 3, oder? Oder bilde ich mir das ein? Das ist doch deren Stream, oder? Nee, das ist die YouTube-Premiere-Vornummer. Das ist von YouTube selbst. Dann haben die einfach gesagt, es geht halt um 18 Uhr los. Und dann, vielleicht hat YouTube das geändert, dass es dann um 17 Uhr weil die Leute sich immer dachten, oh, ja gut, okay, ja, das verstehe ich. Weil das wäre actually ziemlich klug. Ja, und die Idee mit einem Streaming-Browser verstehe ich auch, weil niemand soll die History sehen. Ja, oder du bist irgendwo eingeloggt versehentlich. Grundsätzlich wäre das doof. Ja. Heute in einer Woche, am 25.8. kann man die Demo-Tutorials spielen von Splatoon 3 und am 27. gibt es dann einfach ein Splatfest. Ja. Ist ein bisschen ungünstig, ist die Gamescom-Woche. Hat Nintendo super gemacht. Muss ich da mal Kritik äußern, ehrlich gesagt. Ich bin wegen Stranger Things neugierig auf Dungeons Dragons. Ja, die haben eine Koop. Also ich habe den Satz nicht zu Ende gelesen. Ich dachte, Stranger Things? Was willst du? Die haben ja mit Arcane auch was gemacht bei Magic. Ich glaube, dass hier Herr der Ringe kommt noch. Das ist, ich weiß nicht, wenn es Herr der Ringe, also entweder ist es Amazon oder sind die Rechte an Herr der Ringe? Tolkien? Alle. Nee, alle irgendwie. Nee, auf jeden Fall machen los. Die echt viel mit. 3, 2, 1, let's go. Sehr, sehr gespannt auf einen gemütlichen Stream. Musik. Oh, das kann ich ausmachen, ne? Weiß ich nicht. Ah, immer ausgemacht. Musik übrigens. Es ist Musik, man hört sie vielleicht nicht so laut. Doch, die Leute sind glücklich. Hello and welcome to Wizards Presents. I'm Sydney Goodman, and today we're going to announce all of Ist das die Dame, die auch immer IGN? Magic Gathering and Dungeons & Ja, Dragons events, releases and partnerships coming up over the next year. Okay, wir werden auf jeden Fall I'll be was zu den joined by Partnerships Jimmy hören. Wong guck mal, and Jimmy Asteras. D, who will help deliver ich wollte new nicht sagen. exclusive details Das ist das, was da hinten hinter dem Stormtrooper auch steht. And D&D. Nur ein paar mehr. Oh, ein cooler And stick Standfuß für around die because Asteras. afterwards we'll have the debut of Magic the Gathering's latest set, Dominaria United. Where we'll dive deeper into the story and Das mechanics launcht with a am ton of card 9. previews. September? We hope you're as hyped as we 9., are. 6., 7., Da 8.? kommt auch vielleicht ein Video bei 2023. mir. Ja, aber das war so, Magic will ne? be Ich glaube, traveling 9. war es, to ja. one of the most iconic realms 9. of all time, Middle Earth. Ah, und wir As starten direkt mit previously Herr der Ringe. announced, the epic world of the Lord of the Rings is getting the legendary magic treatment. Genau, also das weiß man schon eine Weile, man hat auch schon Artworks gesehen, aber was ich krass finde ist, Undeniable. So dass many das jetzt fantasy trotzdem noch kommt, novels, trotz TV Covid und shows, movies, Lieferengpässen und and Co. games Ja, trace their lineage das auch. back to Middle Earth. Now this iconic story will be part of Magic's. Ich finde es auch, also es ist so eine sinnvolle Kooperation, finde ich irgendwie. Naja, also die Alternative wäre, Herr der Ringe macht ein eigenes Kartenspiel. Haben die bestimmt auch schon mal gemacht, oder? Garantiert haben die das schon gemacht. Ja, natürlich. With the gameplay depth that Magic players love. We're excited to share that the set will be packed full of cards featuring beloved characters like the ring bearer himself, Frodo, and the corrupted Maiar, the fearsome Balrog.
But it's not Ja, just die these ganze two you'll Welt find passt on your einfach wie die journey. Faust aufs Auge. You'll Alter. Aber die see the beziehen sich da entire tatsächlich, also die fellowship werden that halt helped wirklich the alles ring make nehmen. it all Logischerweise the ist way to ja immer so, Mordor. also die komplette Lore, glaube ich, Villains aufgreifen. from Und deswegen across glaube ich nicht, dass es eine Middle-earth Kooperation and the mit trusty Amazon items ist, they weil die haben brought nicht die Rechte. along Nee, the das wären schon andere Bilder gewesen To jetzt truly schon. bring this world to Hat life, Amazon it eigentlich couldn't jetzt auch just die be Rechte an den contained in originalen the Filmen oder frames liegt die of noch bei one Warner? card. Die haben nicht mal die Rechte This an set Herr der will Ringe an sich, feature sondern nur a number of new Das card eine Buch. treatments, Deswegen including dürfen die nicht alles erzählen. borderless scene Okay. cards. When brought Mock-ups. together, these cards will form amazing, recognizable scenes from the books, like Ja, jetzt, also für die Leute, die gerade so ein bisschen reingestellt sind, die Wizards Presents bezieht sich halt auf neue Produkte von, oh, das ist schön, von Wizards of the Coast, und jetzt geht es gerade um Magic the Gathering und das neue Set Herr der Ringe, was nächstes Jahr irgendwann wohl erscheinen wird. You can see the entire story Das as ist it übrigens eine schöne turning Idee, dass das pages quasi in ein the novel. riesiges This epic Wallpaper, sag crossover mal will dazu be nicht. Wie a sagt das- fully wie sagt man modern dazu, legal wenn das so ein- and draftable Puzzle. booster set for you to play. Das ist ein and richtiges Puzzle. Ich bin Digital nicht drauf only gekommen, das players ist ein won't be Puzzle. left out either. Magic will also release the Lord of ja, the Rings wie die as an Godzilla-Karten alchemy Alternate set in Artworks, aber es sollte MTG möglich Arena. sein, MTG-Artworks Complete zu with a new kaufen. battlefield, mastery pass, avatars, pets, and more. Next up, a new chapter for Dungeons and Dragons players. Ich möchte Dungeons wieder and mit D&D Dragons anfangen is irgendwie. a thrilling Hab da Bock drauf. adventure. One we play together as Dungeon Master and players. Aber nicht als but Dungeon also Master. an Nee, adventure das ist das- Nee, das ist eine kann ich nicht. Arschlochaufgabe. Das ist das, was we für Luke, der stand hat auch at viel the mehr Spaß start dran. of a new Nee, einfach weil der da generation drin of aufgeht in Dungeons der and Aufgabe. Dragons. And today, Ja, da we're musst du going auch to die Regeln viel introduce besser kennen some als of alle what's in anderen. store Ja. for us as we embark on an initiative that we call One D&D. Growing up, I loved fantasy, but I never saw myself as the hero because I didn't think it was possible for someone who looked like me, who acted like me, who was like me to be that hero. Ist das We ein want to continue to Singleplayer-Game reach jetzt out so? Also ist to das ein folks who are Boardgame oder was? interested Das in sieht so fantasy, strange who aus love gerade. storytelling, who enjoy spending time glaube, with their dass- friends and creating these collective stories dass that they vielleicht can remember for andere years to Arten come. von Stories sind. D&D's been Yeah. around for 50 years, and there's very little that persists that long that becomes generational, that people can really just not only share, but literally hand down to their kids. Ich What frage we mich, ob want to die do über is just add Stranger to that Things auch legacy. mega We den did a Boost smart bekommen thing haben, weil with die 5th alle, ich weiß nicht, ob das Ja, weiß, safe, alles safe, safe, advanced. safe, safe. And what came out of that Garantiert. process was a system that is stable, that is well loved, that incorporates the best elements of earlier editions. Now that we have that, we are no longer in the position where we think of D&D as an addition. Ich würde gerne euch It's in einer just originalen D&D Pen and Paper Runde sehen. Ja, This es ist edition is a das rule set that Problem has ist immer, wie worked man for es dann so many auf people das and has technisch brought so umzusetzen many ist tatsächlich new mehr and Arbeit, als man exciting denkt. folks Entweder wir into the spielen game. es It's für more uns oder important wir for machen us halt coolen to Content und das continue ist to quasi cultivate and unmöglich. respect Ja, and sehr and viel love what it komplizierter. is, that the world has told us is working for them. The sort of change you're going to see isn't about taking anything away from you, isn't about changing any of that stuff that you love. It's much more about giving you more options, giving you more choices you can make, Ja, also more das Regelwerk character wird types you wahrscheinlich can jetzt play, Ja, ja, so more habe ich das magic jetzt auch verstanden. Das ist spells you tatsächlich can eine cast. neue, Basically, eine we're neue very happy Vision with the game von the way it is D&D, today. halt We just Vision. want to build on that. Ja, We're One revising the heißt es major jetzt, ja. core rulebooks that every player uses, the Player's Handbook, the Dungeon Master's Guide, the Monster Manual. One of my focuses specifically is the Dungeon Master's Guide. I'm going to make some structural changes to make it more friendly to new DMs. When Ich it glaube, comes das to ist art auch for echt D&D, sinnvoll, weil das Der ganze einzige it's about Grund- as Grundgerüst ist versatile so as our players. unendlich We want to alt. show that the person you are can appear in the worlds of Zumal man auch Dungeons immer and dazu sagen Dragons. muss, egal was die ändern, wenn mir das nicht gefällt, muss ich das nicht so machen. Is Das ist Nee, das das Geile ist an wie, D&D. wir haben mal scherzhaft gesagt, es ist wie mit UNO. Jeder hat so ein bisschen seine Hausregeln. Ja, oder nicht? Also auch mal sowas. Das stimmt. One D&D has 3 pillars, and one is the rule set, which is built on the base of 5th edition, but updated. We're Ah, building okay. Also upon basiert the auf, die rules auf der that 5. have been Edition, aber established, ist halt the storytelling, angepasst, and geupdatet. expanding our world and our rule system. When we say building on top of 5th edition, what we mean is that all the adventures and supplements that have been released in the past 10 years will still be Weißt playable du, was ich with gar the nicht new fühle, wenn man sowas wie evolution D&D mit of virtuellen D&D. Würfeln Then there's spielt? Also, D&D wenn man Beyond, which is zusammensitzt. the base of our Wenn essential tools and er nicht assists rollt, for der players Würfel, and zieht das DMs. gar nicht. Das Currently, fühle ich dann players gar nicht. are cobbling together all kinds of different apps and websites to have a true integrated D&D experience.
what we want to do is actually just provide all the tools that the players need to play themselves in one space. Right now, with the acquisition of D&D Beyond, we've already started to dip our toe Stimmt, das haben die ja into auch, die haben ja digital. D&D Beyond And it was a gekauft, was ja so ein bisschen fantastic partnership that die, we have going, was war das, but we can add more. Digital physical bundles Abenteuer is und something Co., die that man dann we've dabei wanted to ziehen do konnte, for war a glaube long ich so time, rum. and now that Irgendwie sowas D&D war das. Beyond is part of our family, it's finally something we can do. Your content is available anywhere you want it, and you have those physical books, but you've got nice portable versions that you can access through your phone or through your Das tablet übrigens or wiederum your finde other ich, device. das wiederum finde ich übrigens geil, zu tracken, wie viel Damage man bekommt. Das Regelwerk auch auf dem iPad zu haben, auch die Story und so weiter. Experiences that are more immersive. Right now, Warte we're in mal, early einfach development in-engine? of our digital experience. We can play a game, roll some dice, see the miniatures moving around in a 3D play space. Warte mal. But that's just the core of it. We chose the Unreal Engine for several reasons. Reason number one, make it Die look dope. bauen die da... That's Was verpasst oder bauen sie da gerade komplett auch nochmal ein Homeoffice-Client? Ich nenne das mal so. Ease Also of es ist einfach use ein Client means für being die able ganzen to Das ist access geil. all of the Die tools Sachen. that you need in Das, order to da, get the okay. adventure started. Das fühle ich den digitalen Würfel aber sehr groß. Man Das muss halt fühle den ich. Leuten, also für Content Creator übel geil, Ja, für selber zocken ist, glaube ich. Nee, vor Ort einfach am Tisch, ein aber bisschen das... The tilt-shift Okay, da sind camera jetzt was 2 really Jahre chosen zu spät, so that people aber vielleicht ist die understood Idee da that auch this erst wasn't a gekommen, video game, fairerweise. but it is a digital Weil D&D ist, glaube ich, experience. schon We was ein wanna give bisschen people gelitten hat more unter means der more options for Covid-Zeit, character ehrlich gesagt. customization. You can actually change the features, do what you want with it. And you're going to use this miniature approach to tell Oh, das geht so stories ein bisschen Richtung just like you do in Tabletop-Simulator. physical tabletop. To have your character live. Unreal Engine ist echt weit gekommen. Vor allem, dass du die auch mittlerweile filmen und Co. I'm benutzt. transported Okay, das there, finde ich but geil. I'm not limited by the digital technology. We might give you a pre-made campaign from us that has an Oh, das exciting baust du auch castle alles or wirklich keep dann. with a dungeon inside of it, exciting NPCs. Oh, Also das ich muss sagen, fühle ich, Then you're das gonna be ist able schon to take sehr this geil. playset, Die haben take it technisch apart gesehen eigentlich and alle build your unsere own. Fragen gerade We're gelöst, gonna indem sie have a einfach so really eine robust Triangle tool machen. for you to be able to create your own dungeons. This is just the start of One D&D, and we are relying on all of you to help us out and figure out that future together. What you're going to be able to see starting in August is a steady release of these playtest packages where you'll be able to engage with key aspects of the game, provide us with Oh, da feedback sehe ich that jetzt einen then we will D&D-Livestream mir doch digest, schon sehr nah. process, interpret, Wenn das schon analyze, diesen and Monat then in der Testphase Really, launcht. it's you das ist shaping the next definitiv einfacher, generation of als Dungeons sich and dann Dragons, Sorgen and zu we want to hear machen. exactly what you Hier sitzt have man to am say. Tisch, wo soll die Kamera hin Playtesting und bla. starts today. Go to dndbeyond.com, download the playtest packet, and get ready to let us know where you'd like this next leg Ich of the fühle mich wie beim adventure to go. Teleshopping so. Wir haben so eine Frage und die kommen immer mit einer Lösung. One D&D, Shape What's Next. Nee, sehr, sehr coole Idee. The future of Dungeons and Dragons der is weiß bright. ja Codename One D&D releases in 2024. Man sieht die, wenn man einmal so ein Ding gekauft hat, so eine Stableuchte, die ihr da hinten seht, dann sieht man die in überall. Das ist eine Katastrophe. Der halbe Eurovision Song Contest The first besteht playtest is daraus. available Video. right now. Okay, Playtest ist ab sofort verfügbar. So, 30 Jahre Magic. The celebration of Magic the Gathering's 30th anniversary is right around the corner. And Ich we meine, wer want to bin ich, denen celebrate zu sagen, with wie you, lange die jetzt our Jubiläum fans. hätten, aber das Magic stimmt. ist so Now, I'd alt like to wie bring on ich. actor, director, Glückwunsch. and Magic No, weiß Maestro, ich nicht. Jimmy Wong, to tell us a bit more about it. Hey, Sydney, great to be Jimmy. here. Yeah, thanks for being here. You know, it's been a tough few years with the Es wäre pandemic. so but cool, now wenn mal we jemand kommt und sagt, are Mensch, finally eigentlich hatte ich heute local Training. stories. Naja, was Friday soll's. night Ich erzähle euch mal was Cooles. Recently, some friends of mine, including Post Malone, got together for some F&M. Ja, Post Malone ist richtig der krasse Magic-Spieler. Der ist auch der richtig geile Pokémon-Spieler. Der ist in jedem Ding drin. Der hat mal Musik gemacht. Jetzt ist er einfach so eine Der ist einfach Popkultur-Person. der Spieler bei Magic. I'm ready. Yeah, and I'll pass you. Okay, Nuskin. 25! I'm gonna... Die Commandern, oder? Ja, also die Deckgröße. Ja, ne? Around, having a beer, hanging out, spreading love, spreading positivity, messing with Guck mal, die haben sogar rote und blaue Pappbecher. Das ist das Liebe zum Detail in der Videokreation. Siehst du das? We love you, Pussy. I love you guys. Blaue Decks, rote Becher. This is empty. We need Daran haben wir nie gedacht. Meinst du, die machen eine Post Malone-Karte? Gab es nicht auch... Die haben immer mal wieder so Special-Karten, die man auch kaufen kann im Shop und die darf man, glaube ich, auch spielen. Gab es nicht sogar welche Fortnite oder so? War da nicht irgendwas? Es gibt halt wie so Noir, keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen gerade. Ich dachte, das war so. Make your Friday Night Magic. Okay.
Okay, der Spruch ist We ganz also want to schlimm. bring back tournaments and celebrations in a big Ja, das way. ist Commander. This is Danke, something Froppy. we've all truly been missing over the last few years, and we're stoked to finally Commander have ist the eine gathering Spielvariante in von Magic, wo man halt mehr We've already Karten seen hat und mit mehr Command Fest Leuten pop up gleichzeitig spielt. all Ja, man around the spielt halt world, mit and Commander. perhaps you've even been able to attend some. Well, Bisschen mehr Roleplay. everything Ja. culminates in Magic's biggest in-person celebration ever. Secret Magic Lair, 30. Post Malone. 30 Years of Adventure. 30 Jahre ist auch wirklich eine Menge Zeit. Für ein Karten-Only-Spiel. Ja, das muss man überlegen. Das ist wirklich... Vor allem, ich finde es immer krass, wenn sich solche Marken... Also das ist jetzt keine Überraschung, weil Magic ist auch cool und so weiter, aber wenn die halt auch einfach von der Digitalisierung jetzt nicht getroffen werden und so weiter, sondern es noch mehr Leute gibt, die das spielen. Und auch, das immer noch cooler ist, weil die Leute sich sagen, ja, aber sich gemeinsam hinzusetzen und zu spielen, ist halt einfach immer noch geil. Also der MTG Arena-Klient, der digitale Klient von Magic, ist wirklich der beste TCG-Klient, den du bekommen kannst. Mit großem Abstand. Also nichts gegen jetzt zum Beispiel Pokémon-TCG und so weiter. Kann niemals genau. Und wie gesagt, MTG Arena ist fucking gut, aber es ist trotzdem analog zu spielen, ist immer noch geil. Weil man sich auch die Zeit nimmt und ein bisschen losgelöster ist. I hope those lucky players brought those fancy white gloves with them. There's going to be panels to attend, your favorite artists, a Es gibt keine cosplay Karten mehr von contest, realen parties, Personen, da and gab es so eine much Absprache more. mit Wizards of the I, Coast. along with some of my friends, Interessant. will also be there. You can go right now to the Magic 30 website to get your tickets, and we'll see you Warum war in da kein Vegas. Foto von dir? Magic 30 is going to be so much fun, and Willst du mit I mir nach really Vegas? can't wait. And of Nee, course, da verliere ich, dann bin ich there's even more ways to pleite. participate Völlig. in Das ist Magic's eine ganz anniversary. schlechte We Idee. told you Das sage this ich is so, gonna get big. Malde. Alles So, auf you can go to your Rot. local game Nee. store, play Magic with your friends, and get Meine some Glückszahl, awesome die Kannst alles Double alles Zero. unter ein promos rotes for your Deck collection. setzen. Ja. To celebrate Magic the Gathering's 30th anniversary, across the next 8 pre-releases, Magic is making 30 promos that span the game's history, one from each year from 1993 Okay, to the das ist present. süß. The promos will be released in chronological order. So for Dominaria United, your local game store will be receiving additional promos that celebrate the very first 3 years, with Sarah Angel from das ist 1993, süß. Ball Lightning from 1994, and Findhorn Elves from Die haben sich 1995. krass weiterentwickelt, die Art. Die waren damals schon Anniversary hübsch und so weiter, so ist es nicht, aber heute ist das natürlich ein ganz anderer, ganz anderes sind Ding. übel geil. Ja, natürlich. So, Secret Lair. Give it to moi. Ab nach Vegas und Casino-Streams, Kappa. Let's go. Muss sich ja lohnen. Da müsst ihr mehr Spenden reinhauen, sonst schaue ich das nicht. Das ruiniert mich. Jimmy, can you break down some of the exciting releases that were hinted at? Absolutely. Well, Entschuldigung, ich fand das lustig, dass sie mit ihm Magic spricht, fans will aber be gerade in die excited Kamera. for this. As you saw, there's going to be a special secret Sorry. lair that celebrates the 30 years of Magic. The 30th anniversary countdown kit will be a Super unique sympathisch, and das ist limited nicht, alles run gut. product from Secret Lair containing 30 cards, one iconic card from each year of Magic's history. Each classic card will have a fresh new look thanks to featured klar. artists and its own individual booster pack wrapper. So rip them all open at once or crack one each day this December to count down to the start of 2023. And it wouldn't be Secret doch Lair nicht if we didn't mention Eine- the das August können die nicht, das Super können die Drop nicht, das können coming die up auch nicht. next Also week. nicht, bin das... dann, Go to the würde ich Secret lieber Lair bis website on zur, August bis 22nd. Silvester warten und Nee, auch nee, nicht nee, mehr komm machen. sofort da where drauf. you will be able to get cards from Ungeduldig, Victor das ist Dominic kein ganz Dominguez schlimmer Artist Mensch. Series Guck mal, die haben and the Motorrad. Showcase Dominaria Und ein United. Schwertchen. That's only 2 of the drops, so you definitely want to check out the rest. Also, we are excited to announce that there will be a brain-dead Secret Lair collaboration Was in the übrigens near wirklich sehr future, interessant so ist, you're ist going to want to den keep an eye out for that. Artworks auf Twitter zu With folgen, these weil du and siehst dann all the manchmal die Secret Lairs Stats we've von already denen. talked about, Das there are going to diese be wusste ich plenty gar of nicht. amazing ways to add pieces Sehr to your cool. Da gibt collection. es auch Leute, die haben so 2000 Follower nur, wo man denkt, so, die 2023 sind marks the bestimmt voll die 35th krassen anniversary of the Legend of Influencer. Driss. For all you Drist fans out there, 2023 is gonna be your year. There'll be plenty of dich noch an opportunities to Drist? Ja, hast du bei celebrate the dem companions of the D&D hall. Game And today, gespielt? we're gonna Ja. talk about 3. Nee, die habe ich nicht Here gespielt. to Habe act ich as nicht our gespielt? guide Ist er nicht, wenn is du singer, mitgelaufen? cosplayer, and D&D Dynamo, Weiß ich Ginny nicht. D. Hab ich vergessen, ehrlich Hi. gesagt. Hi, Ginny. What do you have for us? So much, Sydney. First up, every ebook and audiobook from R.A. Salvatore's The Legend of Driss series will be released with new 35th anniversary covers, featuring stunning art from today's top fantasy artists. That's right, all 39 covers beautifully reimagined for the ultimate Driss collection. Next,
Fans will be able to get their hands on the Legend of Driss Weißt du, es ist so visual lustig, dictionary. dass man sich In this unter compendium, Umständen so Driss überlegt, oh, das ist takes eine readers Wizards on of the a Coast spectacular journey Präsentation. through the Da Forgotten denkt man Realms vielleicht auf den in never ersten, before seen so vom detail. ersten Gefühl, From the okay, glaciers die of werden gleich, Icewind das Dale wird to gleich the so eine teeming super cities of the Sword V8-Kamera Coast sein, and the so ein bisschen sinister ranzig, shadows dann of the sitzen da zwei Underdark. Typen wie wir und Fans sagen will so, explore Leute, the lore and Leute, characters guck mal of meine the Legend of Karten. Driss Und dann series merkst du with erst, this warte mal, das ist ja ein immersive, richtig extraordinary modernes, guide that diverses features an Unternehmen. amazing cover from Also artist Jason nicht, dass ich das Rainville was and anderes brand new erwartet hätte, artwork aber of irgendwie, Driss weißt du, and the was ich meine? Ich And hätte finally, ich we have a hätte gedacht, brand new story wenn in the ich Driss gar nicht da drin universe for the gewesen next wäre, dass das generation einfach of so fans. 2 Minuten We ist. will bring a Ja, Driss oder so. family webcomic to Ja, ja. Webtoon. This weekly comic series Das- will follow Drist's and Caddy Bree's tween daughter Bree, who absconds with Drist's iconic sword Twinkle in order to prove that she can be just as heroic Twinkle, as her famous twinkle, parents. little star. Ich halt die Fresse. The creator of the acclaimed webtoon series Suitor Armor, Purpa, has written the story with R.A. Salvatore's guidance. The series features art by fan favorite illustrator Ryan LeCount. We cannot wait to bring new Drist adventures to new storytelling platforms and fans in 2023. Universes We've already Beyond. talked earlier about one of our Universes Beyond sets hitting shelves next year in The Lord of the Rings. Ja, But we have Stranger Things. even more to talk about. In Universes Beyond, magic stretches beyond its established lore to encompass the expansive characters, worlds, and adventures that not just Magic fans, but the world loves. These collaborations are amazing for Ja, those falls ihr es whose noch nicht verstanden habt, das passions sind halt lie wirklich between the diese legendary mechanics of franchise-übergreifende magic and these Kartenkooperationen, beloved wie eben mit Lord of the Ich Rings. erkläre euch Universes das mal Beyond is auf an incredible Marvel. way for new Multiverse. and old players to Sagen jump die. into Magic. For experienced players, these sets provide a way to dive into other worlds and spice up decks. Das ist ja And immer so newer geil, wenn du players can irgendwas see davon nicht some of magst, their dann favorite spielst halt characters nicht. through the eyes of Magic's best artists, and then actually interact with those characters through our favorite card game. In the past, Universes Beyond has gone to the upside down with Stranger Things, a release that contained fan favorites such as the Mind Flayer and 11. The Magic roster expanded with the likes of Chun-Li and Ryu Stimmt, from die gab's Street ja Fighter. auch. Alle We've wieder seen The vergessen. Walking Dead, Fortnite, and Das even the voll, hit das series voll. Arcane Du hast recht. represented Ja, ja. in the Magic frame. Die And Karte now, poppt auch raus, more ne, new optisch. worlds are coming to Magic the Gathering, Universes Beyond. Let's talk to our friend Jimmy about Oh what Gott, wie worlds Magic abstrakt is wird's. traveling to next. Coming next to Magic's Universes Beyond will be Warhammer Das 40,000. ist nicht abstrakt, das finde ich ist ein you already relativ... know about this release, but Weißt du, was there's still daran, a glaube ich, das ton Krasse to ist, dass das explore ja in this Games collaboration Workshop aber ist. ich weiß nicht, ob man das between vorher two wissen tabletop durfte. Oh, das Here's Dee, stimmt. who will have a behind-the-scenes look at das the ist ja, upcoming Games Warhammer Workshop. 40,000 collection. Das Hello, ist- Magic and du Warhammer sagst fans. Dinge. I'm Dee, and I'm here Naja, to invite das you ist to doch, join me for an das ist doch, exclusive das ist ein behind-the-scenes ganz look at anderer how two of my favorite games Lizenzgeber came und together. Herausgeber. Das ist ja Latest nicht entry in Wizards und Magic's so weiter, Universes oder? Beyond series. It's a Herr real der Ringe love letter gehört to auch fans Wizards. of both Nee, ja, aber franchises. die standen, Can't glaube wait ich, to mal show off gefühlt immer so everything that ewig in went into Konkurrenz, so doing this Sony, crossover. Nintendo-mäßig. You won't want to miss it, so be sure to catch it streaming on YouTube September 12th for all the details. Warhammer September 40,000 has joined with Gibt's, Magic the mehr Infos. Gathering, and you will now be able to play Commander within the universe of one of the most famous tabletop games ever created. There will be 4 different decks available, showcasing factions from the Imperium of Man, the Forces of Chaos, the Undying Necrons, and the Tyranids. Each deck plays Bin true to überhaupt the nicht Army's in heroes, Warhammer drin. strategies, and lore. Das Problem ist, das war immer so, dass man musste schon voll reingehen und auch echt viel investieren, weil du hast ja wirklich dir deine Tabletop-Landschaft aufgebaut und dann die auch angemalt und so weiter. Und das konnte ich dafür... die Figuren anmalen. Ja, nee, da habe ich keine Geduld für. The Deathless Ja, Necron das ist schlecht für. dynasties Ja, das auch. overrun Die their sehen dann alle opponents. aus, als wären die in den... Ah Gott, du Belek Scheiße. haut 25 € raus. Finally, Hallo, was habe ich Tyrannid verpasst? Hive fleets Hallo, feed Quelek, upon danke schön für everything they 25 touch €. to Damit hast du unser reinforce Essen heute massive, bezahlt. massive Ich sag mal, wie es threats. ist. Aber das Essen kam See ja nicht this an. theme in action. Anyway, Each deck du hast will come with a verkackt, soaring theme MTG, around its faction. Lord of the Rings, These decks will be available in regular and Dungeons and collector Dragons editions. 1, Every card was in the collector edition comes in mit the Dungeons new, and Dragons beautiful Beyond, Surge ja, Foil treatment. auch einen Look for the quasi Warhammer PC-Client. 40,000 Commander decks coming out later this Der year. hat auch ein paar Sachen hier, Sachen and for da, all of you 30 Jahre looking forward to the Magic und Warhammer jetzt Warhammer 40,000 40k. secret lair drops, we now have a release date. You'll be able to grab these amazing cards on October 17th.
And what other worlds Voll lie der beyond? geile Slide durch Oder? die Ich bin auch total geil da drauf, wie die Wirklich, das das war, machen. den fand ich oh, That's Dr. right. The Okay, series damit that has been gerechnet. around for Dr. over Wer? 60 years is joining forces with Magic Der the war Gathering. die mal die nochmal. Doctor Who will come to Magic in immersive commander decks. There will be Und das 4 macht decks in Inlore ja total. so viel They will Sinn, feature weil er kann ja durch doctors, Dimensionen und companions, Zeit reisen. villains, Daran habe ich doch gar nicht gedacht, locations, aber das and more stimmt. from across the show's 60-year history. But it's not just commander decks. I do not. If you really Guck mal, want to sogar, make your deck die haben sogar fantastic, Matt you'll be able to Smith. get Ja, ne? beautiful special Ja, treatments ja, in their ja. very Aber den own collector Schauspieler sogar boosters. gekriegt. And you can bet Secret Quelle Lair Eck, will begin 32 on the action Monate, as well. yay! Und was passiert Whether beim nächsten heroic Feierabend? or Da musst du am villainous, Freitag einschalten. in old Whovian Das or stimmt. new, these decks wird are so frostig. full of references you'd think they're bigger on the weil's so warm inside. ist. I hope you're as Guck stoked mal as nochmal. I am for these upcoming Den collaborations. Shot müssen wir And stay copy-pasten. Ich finde tuned das ziemlich to what's geil, coming ehrlich next. gesagt. Mama. Okidoki. In a strange world, far away. On a regular day, Da the ist der littlest hamster woke up Hamster. just to play. Dungeons and Dragons. Ran on Wir hatten ja his schon wheel Dungeons and and ate Dragons. Da frage ich nothing mich, but ob es jetzt pellets for um every Spiel geht. meal. Suddenly, the roof opened wide with a shove, and a great massive Mein Hamster, als ich ihn hand reached streicheln on wollte down und er from nie above. wollte. Then our hamster hero was lifted up high by a Rick and Morty huge, können auch durch hairless Dimensionen ape kommen. Rick and Morty standing kommen auch noch. tall Das, das call ich jetzt. a monstrous Aber Who-Man. He feared he would Humans aren't real. Right, Mommy? oh, das ist lustig, weil das ist... That's right, dear. Schüssel? Humans aren't real. Humans. They're much too strange to be real. Das ist wild. Also wirklich wissen, weiß ich noch nicht, für was das ein Trailer ist. Ich gucke und genieße. Ja, ja, alles gut. Aber nur, wie gesagt, am Anfang habe ich überlegt, dass das ein Spiel sein könnte. Much too strange. Adventures in Space, ja. So. Play Now. Pretty much einfach eine D&D-Kampagne. Ja, ja. Mobile? It's time to set sail for the stars. Spelljammer Adventures in Space has just released, and it's a Dungeons & Dragons campaign like no other. Okay. Da, ich bin bei D&D gar nicht so drin. Ich dachte gerade, dass das irgendwie... Aber die Storyline, die du spielen Okay, kannst. einfach klassisches Adventure. Space Okay, opera, gut. and piracy. And this time, Wizards is bringing everything to the table. The 3-book campaign collection includes new races to play, like plasmoids and the hippo-humanoid gif, and new enemies to fight, like space clowns and solar dragons, and a new out-of-this-world adventure that will put the wild in wild space. Pick up Spelljammer today on D&D Beyond, Amazon, or at your local game store. Let's move from Ja, the ihr könnt stars das halt to a über world D&D at Beyond war, dann halt einfach quasi digital runterladen und dann spielen, aber ihr könnt es halt auch analog, wie Sie gerade gesagt haben, bei euch bei eurem Lieblingshändler kaufen. Das ist halt die Idee auch so ein bisschen. Und ich muss halt sagen, echt, wenn du ein iPad hast oder von mir ist auch ein E-Book-Reader, finde ich es halt ganz cool, das, glaube ich, auch digital zu haben, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ganz praktisch ist. Ich bin halt, also da ich nur Spieler bin, ist es mir ja egal. Ja, gut, stimmt. In some ways reimagining, but also return to the Dragonlance setting. One of the references that we kept going back to Principal specifically Arthur, for the Kate Dragon Irving. Riders, like World War II squadrons of fighter planes in formation. And so Ja, ich weiß auch nicht, also Den Übergang zum Zweiten Weltkrieg habe ich gerade nicht mitgekriegt. endet beim Zweiten Weltkrieg. getting that kind of Den habe ich visceral nicht mitgekriegt. Wir waren da gerade bei Kampfjets, so Kampfflugzeuge. Was? as well. So Dragonlance Shadow of the Dragon Queen returns to the world of Krynn and brings along with it everything that you would expect to be core to an experience during the War of the Lance. The story that we tell is only a part of the larger epic of the War of the Lance, and it's an Ich finde, es gibt Sachen, da sollte man akzeptieren, dass man kein gesagt wird. Oh ja. explored via novels or adventures in the past. You're getting Ja, manchmal denke ich mir bei sowas, ich habe gar nicht verdient, meine Augen haben das nicht verdient, sich sowas Schönes anschauen zu dürfen. Guck mal, sogar eine Transparenz reingezeichnet. Insatiable drive for exploration eine and Klatsche? wonder. You've Das ist schon also so got weit, ja. explorations of the Knights of Salamnia, this group of valorous knights that you can be a part of as a new background. You can also join the Mages of High Sorcery,
who are a group of Die links ist mysterious böse. magic users Das ist einfach der Gesichtsausdruck, that sagt have mir, nee, their das own, holt kein Glurter. legendary Also das Meme, methods wo das of Kind vor dem brennenden Haus ist und so I think lächelt, das war ja, you genau. know, grew up with that like incredible like Keith Parkinson image of like Warsaw chart is going to exactly. It was on my desktop for the majority of the time that we were working on this. All I can say about the art is that By the way, die Artworks auch bei Magic-Karten sind zum Teil nicht digital gezeichnet. Die sind dann digitalisiert, aber Öl auf Leinwand, ne? This is a movie poster and we're Ich liebe showing das. all of the villains. The alt cover. Ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, aber... Our germ of the idea was always there that it was going to Diese be Fliege ist soft voll and into the it. symbol of the black rose were going to be the focus of the alt cover. It Hast du was really Ölgemälde zu Hause? formulated Nein, ne? to work Doch. with the artist Wirklich? that we chose, Chase Stone. He Das does this Ölgemälde? beautiful Ah, cool. metal work. That was kind of Kurz überlegt, was das a war. decision that was already made for us practically. Along with that, hab we've got a Aquarelle in der host of Schule new gehasst. feats Das to war help alles scheiße you aus, wenn ich further das immerse yourselves in being a member of perhaps the Knights of Solamnia or the Mages of the High Sorcery, but also to indulge in some of the other wonders of this setting. So we had an exciting opportunity when we were putting together these products to work with world-renowned board game designers Rob Davio and Stephen Also ich Baker. muss sagen, And they irgendwann... were two of the designers that were Ich meine, Edeka behind macht ja jetzt gerade mit Otto Walkes schon seit ein paar Jahren diese komische Ottifanten-Nummer. Also, ich glaube übrigens sehr erfolgreich. So Dragonlance Shadow of the Dragon Queen Würde ich does kaufen. something that we haven't Das explored Wizards hier habt ihr before es in zuerst 5th gehört. edition. Gebt das mal And weiter. that's offering a game experience that Jetzt geh doch cooperates mal and raus. coordinates with Hier, the also hier, du role-playing wirst hier auch experience verenden, wenn in du the hier form bleibst. Ich of sag's dir, wie es ist. Dragonlance Warriors of Krynn. This is a whole Ja, board da haben sie game auch das schöne that's Artwork auch direkt für die not Packung genommen. necessary for you to play the adventure, but offers you a unique mass battle experience that meshes in and out of the larger adventure. Shadow of the Dragon Queen and the Dragonlance Deluxe Edition will soon be upon us. You can check D&D Beyond for release details. D&D is for everyone around the world. That's why we're delighted that new D&D starter products will be coming to Japan later this year. Let's take a look at a brand new D&D Stimmt, trailer for our das ist ja Japanese andersrum als players. bei allen anderen Kartenspielen. Die Japaner sind ja hinten dran. Ja. Oh ja, japanische Spots, Malte, da sind wir wieder. Malte Nativ 2018. Ja! 気配がするわ。今にも何か出てきそうな。おいおいおいおい、一体どうなってんだよ。ダンジョンズ&ドラゴンズの世界へようこそ。誰の声だよ。ダンジョンマスター。ダンジョンマスター。燃え盛る炎の中からゾンビが3体出現。 Ja, man kennt's. Das passiert mir, Alter. U-Bahn, Berlin, genau das. Und vor allem in den Sommermonaten, bei der Hitze, bei 40 Grad, ist es genau das. 自分が誰かを思い出してください。 Omo dashite kudasai. 俺は勇敢なファイター。 Das ist das Beste, was ich heute sehen werde, glaube ich. Ist D&D eigentlich in Japan ist anders? Ist Pen and Paper in Japan immer noch große Nische? Weil das klang schon so, dass sie... Ich habe, wenn ich jetzt weil das passt für mich, Pen and Paper passt halt dazu. Pen and Paper passt auch sehr wenig in die japanische Kultur irgendwie. Wegen Schon allein, weil du einen großen Tisch brauchst. Ja, exakt, ja, das meine ich auch damit. Aber die Werbung, die geht. Die ist... まさかのクリティカルヒット。これで倒せそう。敵を撃破しました。護衛は成功です。テーブルトーク RPG すっかりキャラになりきっちゃったよ。さて次の冒険に進もうか。この格好どうした？世界で一番遊ばれている TRPG。 Ach, ich kann nichts lesen. Wirklich eine Katastrophe. In 2022, Dungeons & Dragons has gone to the Netherdeep, to Radiant Adventures, to Wild Space, and to War. And now, for the first time ever, we're going to peel back the curtain on an entire year ahead of us. Let's give you a taste of all the major releases coming to Dungeons & Dragons in 2023. Oh, jetzt kannst du endlich nichts mehr spoilern. Ich spoiler alles. So, We start the 2023. year with Keys from the Golden Vault, a D&D anthology with heists at the center of each tale.
Next, in den D&D, Bigby ich bin doof. presents Die hätten wir gar Glory nicht of the spoilern. Giants provides Ja, the weiß ich nicht. definitive tome of giant gameplay Glory of in the D&D. Giants. After that, the Phandelver campaign is a Bigby? classic adventure that expands Lost Mines of Phandelver into a full campaign with many surprises in Ich store. wusste gar nicht, dass Later da in so the year, viele, the also Book of ja, Many das ergibt Things uses Sinn, the aber ich legendary wusste es deck gar of many nicht, things dass to da so explore viele a Updates host im Jahr of new kommen. options for Ja, Dungeon sonst ist ja Masters langweilig. and players. Ja, natürlich, And aber ich finally, we bin end trotzdem the year überrascht with a davon. return to Planescape. This campaign collection includes everything you need to explore Sigil and the multiverse beyond. Multiversum. Ich verstehe nicht, warum Winter ganz vorne steht. Der einzige next, Kritikpunkt. Ja, für die Amerikaner ist Winter halt irgendwie Januar, Februar. We've got some Come on, cool. huge news, especially for those fans who have been with us from the very beginning all those years ago. Next, we're taking a look at Dominaria Remaster. This special limited print run set contains cards from 27 previously released sets located either in Dominaria or from ancillary sets featuring Dominaria-themed cards. It really is a culmination of everything Magic has done on this plane in the past 30 years, and it will be fully draftable. You will be able to recreate that Das ist halt auch feeling ein Ding, dass of early die Magic sets with many Karten familiar classic gespielt draft werden können archetypes und nicht that nur dafür longtime da sind, fans um are gut gonna auszusehen. love revisiting. There will be Ja. draft and collector boosters, which will include Ich finde alternate sonst, versions of Wenn ihr popular das cards, Shirt übrigens as von denen well schön as findet, gibt borderless es art bei and Uniqlo. retro frames. Das ist Take a Uniqlo, look at ist das von Force dem? of Will Das ist auf jeden Fall and typisch Arboreal. asiatische Ja, Mode. das ist so ein. Ich bin auch großer Fan. Weiß? Ich bin auch großer Fan von asiatischer Mode, weil die halt sehr oft plain ist. Oh man, I can't wait to collect these. And now it's time for the Magic main event. We're going to get a look at the full slate of main sets that will be coming out from the rest of this year through 2023. Ich möchte wirklich, jemand hat gerade reingeschrieben, wenn zu wenig Updates kommen, wird es langweilig. Red Dead Player right now, crying. There's a whole lot Wir of müssen mal news to überlegen, dass cover. es D&D Jimmy, ist tell us und about ein these exciting Kartenspiel sets. und All right, let's die start bessere at the Update- und center of the DLC-Politik multiverse, haben. Magic's home. Dominaria United is going to be the next big set release coming your way, and no better place to celebrate Genau, the das steht jetzt 30th quasi kurz anniversary vor der than Tür. where it all began. This set really ramps up the biggest storyline in Magic's history, the Phyrexian Arc. Magic has never done a multi-set storyline quite like this before. The iconic and beautiful plane of Dominaria is under duress. War is on the horizon, and it's becoming clear that the Phyrexians we've been seeing from across the multiverse are setting into motion something much more sinister. Vorinclex, the green-aligned Praetor, was last seen on Kaldheim, stealing a sample of the godly and mysterious Tyrite. The blue Praetor, Jin Gitaxis, not only stole the reality chip from das, Kamigawa, but managed to der hat einen Kopf. complete the very first Planeswalker with Tameo. Urabrask, the red Praetor, snuck his way The into very New Capenna first in order to Planeswalker? study the effects of Halo. Wenn der das and see sagt, if wird it das schon might have stimmen. some Ja, way ich of Da vertraue ich taking ihm ja on mehr the als growing uns. Das, ja, Phyrexian also army. da geht jetzt natürlich den Dominaria has Leuten long ein Herz auf, theorized that die it would be damit next auch in the Phyrexians' schon plans, länger zu but tun the haben. heroes truly have no idea just how far the war has progressed. Tameo isn't the only planeswalker hidden among them that has Phyrexian oil coursing through their veins. And Dominaria United is right around the corner in September. And Ja, das stick around, Kamigawa. because after the presentation, there will be the debut Wunderschöne of Karten. Dominaria United. I'll show 3 off card Minuten previews and 40. mechanics, and we'll have a special teaser video to show at the Wir kriegen end. einen Teaser. So whether Ja, you're das new ist so das or Highlight returning jetzt. to Magic, this is where the epic journey of the Phyrexian CGI arc truly Trailer? begins, and you Ja, definitely ja, hatten don't die ja want für to die miss it. anderen auch immer. So we've spoken Nicht about immer, the aber- past with Magic's 30th anniversary and everything up to the present, including Dominaria United. The future. Only thing left is the future. Jimmy, what's coming up for Magic next year? All right. Hot on the heels of Dominaria United, the next chapter of the Phyrexian arc will unfold as we travel back in time to follow the most famous brothers in the multiverse, Ach, Urza natürlich. and Mishra in the Brothers' Stimmt. War. In this set that straddles both the present and past of Dominaria, we'll get a closer look at the infamous conflict that caused the rift between these two artificers. And you know what that means? Plenty of artifacts. And we're not talking about spectacles and sunglasses. We're talking giant mechs and colossal war machines. Hallo? Can't say too much just yet, but one thing I Großer will Mann. say is that the fate of the future might be rooted in the past. Up next in our storyline, our villains grow Glaubst du, ever der hat das in einem stronger One-Take in geschafft? Phyrexia.
all will be one. Ich frage For the mich first einfach time in nur, over 10 years, ob we dieselben revisit Leute the an terrifying denselben and Sets beautiful arbeiten plane oder of ob die New quasi so Phyrexia. 3-4 Teams Noir haben, die inches ja ever durch closer Recyceln her auf plan jeden to Fall. conquer the Aber die müssen ja, wer ist der Kevin Things look Feige bei grim, Magic? Das weiß ich nicht. Du meinst der sagt, das ist hier. Das ist Canon, das können wir machen, das Genau, geht nicht. Der ist Kamigawa, das Enjoy. ist die Idee für dieses Set. Das machen wir und so weiter. You won't be Aber disappointed. das weiß ich gar nicht. And finally, March of the Machine, the dramatic conclusion of the Phyrexian arc. The entire multiverse rallies together for one epic climactic Das battle. ist einfach das Endgame. Ich wollte es gerade, da hat, also, das klingt ein bisschen bekannt, muss ich dazu fairerweise sagen. In March of the Machine, the Aftermath. The Das ist very auch diese, fabric of the das multiverse ist is schon, ich finde, fundamentally das ist schon nah dran. changed. Aftermath serves as dieses epilogue, Comic-Flattern. tying up some loose ends and starting new beginnings. After the conclusion of the Phyrexian arc, Wilds of Eldraine returns us to the Das ist jetzt was fan-favorite anderes. plane. But in this set, we're taken away from the cities and castles and into Eldraine's wilds, where enchantments abound, and where you might even recognize inspiration from even more classic fairy tales. Ich finde das so krass, du release so viele Karten und musst trotzdem ja immer darauf achten, dass das Balancing passt, dass du Karten release, die nicht alles irgendwie kaputt machen. Natürlich gibt es auch Karten, die dann irgendwie rausgenommen werden aus dem Turnierspiel, so gesehen. Das gibt ja immer, du darfst auch nicht zu alte Karten spielen. es gibt ja immer Regelwerke, Regelwerk 2022 und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss das ja funktionieren. Thanks so much for taking us through these upcoming set releases, Jimmy. Well, that just about wraps up Wizards Presents 2022. We have covered so much ground today. Exciting titles, expansions, books, and experiences. Let's remind our fans what's coming out for Wizards of the Coast in the coming years. Yes, the next version of D&D, the release of Spelljammer, a movie, and so Ich sehe many jetzt books. erst, dass die, also das ist... Alter, ich habe einen Dungeons & Dragons Film geguckt, der war nicht ganz so. Der von Uwe Boll? Also Ja, celebrates its 30th ja. anniversary. Da muss ich sagen, da Crazy freue ich throwback mich ja schon releases seitdem and a auf next level den Magic zweiten fan Versuch, event sagen wir of es mal so. unprecedented scale. Then, Magic will kick off the largest story in its history, the Phyrexian arc. Can't wait. And that isn't everything, just the highlights. Follow us on social media for even more announcements. We're all very So, jetzt excited kriegen wir noch to see unseren what the kleinen next year CGI-Trailer, brings for oder? our two favorite tabletop and digital games. I want to thank Ginny D, Jimmy Wong, and all of you for tuning in. I'm Cindy Goodman, and now is the Dominaria United debut. Genau. Hello, Magic fans, and welcome. Er ist wieder da. I'm Jimmy Wong, and it's time to talk about Dominaria United. Today, we're going to be learning more about what went into revisiting Magic's very first plane, checking out the set's mechanics, and of course, getting Ja, a hat first sich look schnell at a ton umgezogen, der of Junge. brand new cards. Now, if you dropped in earlier this week for our video covering the history, art, and world building of Dominaria United, you might already know a bit of what to expect. But if you weren't able to make it, here's a quick recap. But be sure to check out the whole thing once we're done here today. As Magic the Gathering's first setting, Dominaria kind of establishes the standard by which all other world building is measured. This is obviously a place that's steeped in legend, has so much history. It's just so inspiring and so hopeful. Everyone on this plane fully understands the gravity. One of the things we wanted to see in this set was various cultures helping each other out, especially as they're faced with this new threat. So you're going to see people teaming up and all hands on deck. That if this threat makes it past Dominaria, it's bad news for everybody in the entire multiverse. And before we jump into the new stuff, check out this announcement we made earlier about the Lost Legends promotion. We're excited to bring you the story of Magic's Lost Legends. We Ach, das ist found das, these das, boxes of the original Legends 30 in a Jahre. warehouse, and we wanted to get them out into the world for our players to enjoy. It is the perfect set to Hat da take dann cards einfach from jemand so eine 1994 and JPEG von actually put them 1992 into rumliegen oder wie läuft das Holding bei the denen? original is really cool, and it makes me feel like I'm 13 again. This has stood the test of time and is still played today and is still something that people cherish. And now we get to share them with you. As you can see, there's a Finde ich ziemlich ton cool, of dass das exciting einfach diese stuff alten in the Karten works sind for und du this einfach set. das So komplett let's neu hear from erleben some kannst. special guests who can tell us a little Und die more about bezahlbar just what sind. Das went kommen wir into auch noch crafting hinzu. cards and gameplay that bring the stimmt. legendary world of Dominaria United to life. We're heading back to Dominaria because, of course we are. It's our 30th anniversary. Dominaria is our home plane. It's quintessential fantasy, and in a lot of ways, it is quintessential magic. This plane is full of diversity. This plane is absolutely beautiful, and it has a very long, storied history in the magic multiverse. It has this huge history stretching back to the very beginning of the game.
all these different themes over the years are available for us to draw upon and sort of call back to. There's been so much that's happened here. We really started off with Dominaria, and we've come back again and again to revisit this plane. As we're making Dominaria United, we got to pull from all of the fan favorite things from around Magic history and put them into a set. We have all the denizens of Dominaria putting aside their differences and teaming up in the face of a mutual beziehungsweise halt die Karten kreieren darfst und so weiter. Das glaube ich wirklich. Who would make sense to come back for the second invasion of Dominaria? It brings that great fusion that I've loved of nostalgia with current day. Right? You see the old stuff and you see them in an updated new form. And that is the beauty of Dominaria, is that old and the new together, and no matter what kind of player you are, you will love it. Trotzdem haben die alle ein Feeling. Weißt du, was ich meine? Ja. As Magic's first plane and the setting for literally dozens of sets that followed, Dominaria is home to some of Magic's most beloved and iconic characters. Let's learn more about these fan favorites and how the team approached them for Dominaria United. So Dominaria is a plane full of legends, legendary creatures, legendary planeswalkers. And now we have a Johnny, we're gonna see Karn, we're gonna see Jaya and Joyra, and just so many amazing faces where if you have been following along with Magic for a while, you're definitely gonna see some familiar faces. Liliana is also nearby, so we're gonna get to see what's going on with Liliana. Why is she here? So one of the cool things about Dominaria is when we go back, we kind of pick some choice cards to reprint back into Standard. With Liliana, we wanted to show that, yeah, she's been here, she's been on Dominaria for a long time. Well, how about we take her Innistrad version, the most iconic version of the character, and show, oh yeah, she's here on Dominaria too, in her most iconic form. Right, definitely the most powerful Liliana card we've ever made. By a long shot. And that ultimate is just backbreaking, right? You ultimate it, and they separate the permanents into two piles, and then disaster strikes from there. Do not sleep on this card. I don't know how you could. It's so powerful. So if you've been following Magic for a long time, you're very familiar with the Raven Man, and we're bringing back the Raven Man for this set. And it's cool we get to bring this old character player's love flavor tags into a current setting. And so as we're making Dominaria United, we got to pull from all of the fan favorite things from around Magic history and put them into a set. Pretty cool. Ja. So Squee is a goblin. He was the cabin boy on board the skyship Weatherlight, and he was super annoying character who was always getting into trouble, but somehow he never got killed, even though he was constantly in horrible danger. The story writers wrote that into the story, that he had been transformed by Phyrexian Ein Unterstrich Martin haut 30 € raus. Gönnt euch ein kleines Abendessen. That's really cool is he's holding his toy. Danke, Martin. His toy picked it up a long time ago. Mal dein Geld zusammen, wirklich. And just like how he brought it all the way with him and has it now in Dominaria, every character we visit has a bit of themselves that they've brought to Dominaria with them. You know, we look at Jorah, a character who helped command the Weatherlight. She's still here, she's still kicking. She's one of the greatest genius artificers of Dominarian history, and we really see that reflected in the card mechanic here, where she's sort of building up more and more knowledge and then building more and more powerful artifacts as the game goes on. Zur, Eternal Schemer. Reading through the whole novels, flying, it was clear that, like, somewhere in the background of all the action, Zur was trying to become immortal. Everyone kind of thought that was crazy, but look at how many people have become immortal in Dominaria. It just happens sometimes. We're not even going to explain how Zur became immortal. We just know it happened. See the through line from the old Zur card to this one, right? The original searched your deck for enchantments, put them into play. This new one also deals with enchantments, but it has a little twist, right? It animates your enchantments, which is technology that existed at the time but wasn't used super heavily, and we've seen more and more and more as time has gone on. So it's cool that we get to kind of take this old card, make a new version of it, and use a bit of cool new design technology to bring it to life. So for Dominaria United, one of my responsibilities on play design was play testing for Standard and Limited. The end goal is just make a really fun Standard environment. So one of the cards we play tested was Solkanar, and I remember back, when I was younger, this card was a reprint in the Time Spiral bonus sheet, and I remember playing this card like quite a bit in Limited specifically. Like I think I top 8'd a PTQ or something with this card. So one inspiration for this Solkanar was the card Demonic Pact, which is an enchantment that has 3 really cool abilities. You do one every turn, and then at the end of the 3 abilities, you lose the game. So this is a take on Demonic Pact. It has 3 like really cool, powerful abilities, and then when you're done using these 3 abilities, you have to give the card away to your opponent. One of the problems we faced with Solkanar was that the game was ending before we gave it to the opponent. We had to like really be careful with the abilities we chose. Because if you make them too powerful, then
the game's gonna end before the opponent gets the Solkanar. And if you make them too weak, then maybe nobody's gonna play the cards. We heard about Lord Windgrace all the way back in the day in some old novels, and then really showed up in earnest in the invasion block. In the storyline, Lord Windgrace was a fierce foe of the Phyrexians. He gave his life to save the multiverse, but he invested some of his soul into the land of Urborg, his homeland, to return in the hour of need, in Urborg's hour of need. Well, the Phyrexians are back, and so Windgrace's avatar has risen back up and is going to do battle against the Phyrexians one more time. And I think it's really cool that this card too keys off of lands, right? Just like the Commander card did, right? So we created this identity for this old character, Dominaria, riffing on that history yet again, looks at this Commander card and says, oh, he's going to do stuff with lands this time around, which feels so fitting for Wingers. Yeah, it's good to have a mechanical through line between different incarnations of the same character. Ja, dass du kein vernünftiges Deck bauen kannst, wenn du is ich so oder so nicht. Ich so oder so really make the opening experience even more exciting than it already is. Everybody loves to open their booster packs, but we really want to give these extra special moments visually different enough from the rest of the cards to like give that little extra sauce. And we work really hard with all of the people that make the game to have those moments be really strongly themed to the setting. We really wanted to get the reverence and the historic aspect of returning to weil the die game. auch immer die Chance haben, das so Full Art zu machen, weil jeder weiß, was das Land bringt. Da brauchst du keine Beschreibung mehr dazu. Was the way to go. Because it had this reverence, this epic. Aber ich mag grundsätzlich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber diese Kirchenfenster, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, jeder weiß, was ich meine. Hat aber bestimmt einen Namen. Aber ich finde das einfach schön. We use this treatment to highlight some of the legendary, really important creatures like Raf Capuchin. And in the Solkanar piece, not only do you have this like hulking monster, you can look in the background and you see these like repeating almost fractals that she's created out of like organic tree shapes. Daniel did such an amazing job on Poor Squee. It's such a beautiful piece. Gave a lot of pathos to this beloved character. Gave him his little moment with his little buddy on a hill of skulls. So in order to help you cast some of these powerful multicolored legendary creatures, we've included some of the pain lands. These are lands that you can tap them for colorless mana, or you can tap them for one of two colors, but you will take damage when you do that. So many of the names refer to specific locations in Dominaria. There's like locations in Magic. The Kickstarter did the whole Brothers War. Right. Can't go on Mirrodin. You can't put that in Ravnica. It's got to be right here. We wanted to use pain lands a lot over the past several years, but they just can't go on a lot of worlds. You know, you can't put these cards on any other plane. So going back to Dominaria was just the perfect time to bring them back. It brings that nostalgia back, right? When you're sleeving up your standard deck. Ja, ich I remember doing this when I was playing Blue Green Madness back in 2003. Deswegen ist es keine Karte für mich, glaube ich, oder keine Strategie. Da musst du wirklich wissen, was du machst. Und da bricht ja mein System mit mir zusammen. Where a newer player is just going to see, sweet, some man fixing dual lands, love it, put it in my deck. Ja, Borderless ist einfach Of course, one of the best parts of a world chock full of legendary creatures is that it opens up all sorts of fresh options for your commander decks. Let's take a look at what the Dominaria United Commander lineup has to offer. Check out some cards you won't find in the main set, and hear from some of the designers and playtesters about how these cards got made. Jared is the star of the Magic the Gathering comic book series from the mid-90s. Gefährliches Halbwissen, aber bei MTG Arena kannst du auch noch immer nicht Commander, ne? Das funktioniert, glaube ich, auch so we saw him on flavor text in Modern Horizons 1, I think, right? That was his first intro into actual like paper Magic. And then we worked on Commander Legends, we made a card for him. And then this time around in Dominaria, he's graduated all the way up to show up in a main set with this Commander deck face card. In the storyline, once Jared mastered all 5 colors of Magic, his Planeswalker spark ignited and he became a powerful Planeswalker. Back in the pre-Mending era when Planeswalkers bestrode the multiverse like gods. Jared is still around. He survived the Planeswalker war that happened, and he's helping out the Coalition. He's sort of a secret agent and rescuing people who are in danger. Ja, das habe ich mir auch gerade nämlich überlegt. Ich habe das ja recht schon beim Commander-Deck gerade gesehen, dass die alle abgebildet waren. Das ist so, Das ruiniert mich. The thing that's cool to me is it's not just legendary creatures.
Dominaria and Magic in general have so many cool legendary objects around the history that Dihada plays not just with your legendary creatures, but you want to look at every legendary artifact you can find. My favorite when I was playtesting the deck was looking for all the legendary lands. You're like, hey, those actually are really good with Dihada. You can find them with her and do all kinds of cool stuff. So it makes you care about legendary in particular. And that I thought was a fun little twist on something that feels a lot different from other cards. Oder Mono-Aggro. So you'll notice on both these planeswalkers, Jared and Dihada, they have ways to help make sure the game goes forward, right? Either they're building up to this huge ultimate, which will probably win you the game, or they're putting counters on creatures, or helping your stuff attack, stuff that just makes the game move forward. One of the things I always like to imagine is when the next set comes out, which cards are people going to get excited to add to their deck? Like when the next 5-color card is printed, everyone's going to look at it. Does this go with Jared? When the next legendary creature is printed, does this go in my Dihada deck? I just love creating these themes that can help players to get excited about what we're going to release in the future. So I've been playing Magic for about 25 years. And I remember when I first started seeing all these just legends with no abilities, vanilla legends, glass design. And never really understood why they were so cool, but everyone was like, oh yeah, this Jasmine Boreal is awesome. So flash forward to Dominaria United, and we're doing these new box toppers of all these old legends reinterpreted, and they were going to be, one in every box, a pretty unique thing for booster boxes. We haven't really done something like this before. So we have Stang Echo Warrior. It's a 2 red-green for a legendary creature human warrior, and it's a 3/4. It was important that Stang Twin made a copy of himself, made a new Stang, because that was reminiscent of the old Stang. But we had to find a new thing for it to do that was just kind of unique and gave it a deck building hook. So one of the things that sounded cool was auras and equipment, because 1, it's pretty fun to build around, and 2, in red-green you don't often get the auras and equipment build around, so it gave something unique for a new color combination to do in Commander. Here is Savitri, Dragon Master, 2 UB. For a Planeswalker, Savitri. There are not even really that many blue-black dragon cards in Magic, so if you are building this deck, you are, really doing something special here. The card is pretty cool. It does have, the qualities of a commander. It's a super special character. So in the end, we thought, hey, it will be cool, and also, Magic's going to be around for a very long time. We will print more blue and black dragons. One of the most exciting things for me about Dominaria United, there's so much cool stuff, but I love these legends that are on the top of every box. It's so cool because it brings back all these old characters from Legends we get to see again in new forms. And if you were played back in the day, or you're a student of Magic lore, look at this card, and it is a piece of Magic history, a through line from Legends all the way to today. Now, getting back to the cards you'll be seeing in the main set. Well, let's just say heroes aren't the only ones making history on Dominaria. The plane has its share of old enemies, and once again, there's something sinister bubbling up behind the scenes. Once, Dominaria was able to thwart an invasion by the mechanical horrors Das ist ein super simples Setbild, ne? Du hast einfach Phyrexia has returned du hast with halt their sights eine set Lampe, on also making irgendwie Old zu Lane einer everything in Turnhalle it. und dann lässt du da ein Palast. Das ist einfach nur von oben find out more about what they have in so mind for geil aus. Dominaria. Wie ist der Scheiß nochmal? Was haben wir da auch gebaut? Wie ist das nochmal? Back on Dominaria, Ja, ich very meine, long time ago, eine Laterne, the nicht Phyrexians diese were Laterne able to nicht. utilize essentially a portal to come through, Ja, and they kein really Spot hat wreaked einen eigenen havoc. Namen, And as we auf jeden open Fall our vergessen. story, Gefährlich ist halt Karn is on Dominaria because he truly believes that the Phyrexians have come back, but he doesn't have any proof. Ja, auf jeden Fall sieht gut aus. So we start Ja, off with kaufst 10 Karn Asteras für looking for 10.000 that Euro und dann proof, lupt er. and boy oh boy, does he find it pretty immediately. So Karn quickly finds freaking Sheoldred, which is terrifying. Sheoldred not only controls those around her that have also been completed, but can come apart into tiny little pieces and just crawl all over you like spiders. There's nothing more horrifying. The Sheoldred card Die kostet is nur 4 a pretty Mana. special moment in the set. Whenever an opponent because draws a card, in a lot then of ways, the lose. nexus of a lot of bad feeling and a lot of evil. What Joe did with his composition, he really nailed it with both this kind of poisonous color palette, which really is unsettling. Das klingt aber nach einer Karte, die in unseren Matchverläufen, wie wir spielen, aber den anderen mal richtig unter Stress setzt. Wie für die spielen. Ja, ich auch, aber das ist ja richtig so schlimm. After Karn meets up with Sheoldred and attempts to defeat her, she's able to escape. Thankfully, a Johnny comes to the rescue, and they are able to travel to where there are peace talks happening in Dominaria and warn the leaders that, hey, there's some Phyrexians here and we need to watch out.
But of course, with Phyrexians come Phyrexian sleeper agents, and you don't know who you can trust. Which takes us to Banalish Sleeper. So Dominaria is a beautiful plane. It's really accented by all this stained glass. It has these airy blues, these pastoral things. But all of a sudden, you don't know who you can trust. These sleeper agents could be anywhere. But there are also very obvious in-your-face examples of this. And with that takes us to Defiler of Dreams. So now our Planeswalkers are faced with not only sleeper agents, but outright Phyrexians and Sheoldred herself. So we're gonna get to see our Planeswalkers go up against the Phyrexians and really try to wipe them out before they have the chance to potentially make it off of Dominaria. I mean, the whole multiverse is at stake here. Dominaria's long legacy means it's also where players have first been introduced to some of the game's most tried and true mechanics. The domain mechanic represents the power of unifying all 5 colors of magic together against the Phyrexians. Dominaria's diversity and the broad base of its coalition was the key to victory against the Phyrexians in the first invasion. It really helps make this a return to an invasion, to bring back an invasion mechanic. And now it's back in its rightful home in Dominaria with the ability word domain, throwing back to what we played in Invasion. Ability words are an example of a design technology innovation that hadn't been invented yet when the original Invasion block was made. So kicker, it might be the best mechanic ever. It's so simple. Everybody can understand that I get something, I pay this much, or I can pay more and I get this much better. Now, the effect that has on a game of Magic is huge because kicker gives you the ability to play both early and late, mid-game and late. And that, to me, increases the quality of the games that you play, which goes beyond just how good the card is individually. The other thing you'll hear shorthand a lot is, hey, there's a new mechanic. That's a variant of kicker, right? It looks like kicker because kicker is the fundamental core of pay a little or pay a lot and have the effect scale. And Grundsätzlich eigentlich eine coole Mechanik. Ja. Weil das auch mal ein bisschen was mit Risiko zu tun hat. Naja, und wie er schon gesagt hat, du kannst halt im Early Game weniger bezahlen oder du sparst es halt auf und hast im Mid- oder Late Game halt eine stärkere Karte. 6 mana, do 2 damage spread out as you choose, and have a 3/4 flying lifelink left over? I mean, is this card for real? This card seems totally insane. So, I mean, just the baseline, right, of a 4 mana, 3/4 flying lifelinker. I'm already in, but of course, now you also have that flexibility of you can play this in your white-black deck or your white-red deck. I mean, you can just play this in your white deck, right? Now, keep in mind, this also has lifelink, and this is the creature doing the damage. So what that means is when you deal 2 damage to something, you're also gaining the 2 life. That's insane. It's a giant lifelink that can potentially kill 2 things and gain you 4 life. Wow. Read Ahead is a new ability found on Saga cards. Rather than always entering with a single lore counter starting on Chapter 1, Sagas with Read Ahead can start on any chapter you like. You can have the Phasing of Zhalfir enter with 1, 2, or 3 lore counters on it. The corresponding chapter ability will trigger, and earlier ones won't. And after the story is done and the last chapter ability is finished, you sacrifice the saga just like before. Relativ stark. All right. So we're getting Sagas back in this set. Now, there's going to be a little bit of a twist for this one, but what has your experience been with Sagas so far? Yeah, Sagas are near the top of the list of my favorite card type. Yeah. You know, as a primarily limited player, they play out beautifully. They play out kind of like how a Planeswalker would, but they have an endpoint on them, so you can kind of plan around it. But also, they tell a story, right? And to me, they're one of the most expressive type of Magic cards, where they hit that core thing where you get it. You know, you see it and you go, that's neat. I understand what story is being told, even if it's just a little mini story throughout the chapters of a saga. Okay, now I get why skipping ahead might sometimes be a good thing. Right, because this just gives you that flexibility, right? Yeah, that's huge. And that's got to be huge. And with this, I mean, there's so many different applications here. This is a weird card because I could see playing this
and winning the game by the time the second chapter goes. Like, oh, I'll take chapter 1, phase your thing out, hit you, phase your other thing out, kill you. Right? Even though chapter 3 is going to blow up the world. Right. Boah, I mean, also von allen Sachen tatsächlich für mich again, if you feel like you have enough of a board Stärkste fand ich you so can vom use this Feeling to her save your das best D&D creatures, One, weil mich right? das wahnsinnig interessiert, wie das umgesetzt ist. Und weil man ja vom Rest auch grundsätzlich das schon ein bisschen erwartet hat, was da kommt. Nee, das D&D One war für mich tatsächlich bisher das Stärkste, weil ich einfach super gespannt bin, wie das umgesetzt ist und ob ich da nach 10 Minuten quasi auch mir was zurechtbauen kann. Enlist is an attack-oriented triggered ability. Whenever a creature with Enlist attacks, you may tap another creature you control to add its power to the attacking creature until end of turn. But there are some rules. The creature you enlist can't also be attacking, and it can't have summoning sickness. Ja, das merkt das. Meaning it can't have just come under your control this turn. Enlist will help even the smallest creatures contribute on offense. This fight needs everyone, so stand united. Finde ich ein bisschen geil. Ja. Guardian of New Benalia. So this is 1 and a white for a 2/2 rare human soldier with Enlist. This looks like Mana. I do not want to play against this oh mein Gott, und stell dir vor, die and you know, this is another take on kind of the very hard to deal with sticky white creature that's going to see a lot of play in these fliegende Kreatur, mein Kryptonit. You know, you can just ensure that you get those perfect curve starts. You can go 1-drop, Guardian, attack, Enlist. Oh, you want to block? Indestructible. And I get to set up my future draws. This card seems incredible. This is really impressive, and I'm scared of it. And, you know, there has been a push for white to be able to not draw extra cards necessarily, but augment its draw step. Right. This keeps you, Scry 2 is very powerful, keeps you just drawing what you need to keep that pressure on, and you can't get rid of the thing. Really excited to see how this pans out, because this is going to be a staple. Die haben relativ viel vorgestellt, womit ich mich ganz doll nerven könnte. Ja, ich merke das auch schon. Das geht halt alles gegen meine. Guck mal, die Maschinen und dann kommt alles zurück, Alter. Ja, weg. So we've seen a lot of these new mechanics. Marshall, what do you think about the mechanics that you've seen today and how it compares to Dominaria? Well, first thing that stands out, of course, are the core mechanics that we've seen. We talked about Kicker. Talked about that, love it, super excited for it. Sagas we don't always get. Right. And anytime we do, I automatically up my bar for my expectations, so I've done that. And when I see different colored mana symbols come up on these type of really powerful cards like we saw with that Angel, I'm in. Right, now I'm thinking I can make the mana work too, and that's kind of the last ingredient for me. So expectations are about as high as I can get. Yeah. So who here brought the packs so we can? Yeah. Can we crack some packs maybe? Maybe booster draft? No. As you can see, there's a lot to look forward to with Magic returning to where it all began. You can pre-order Dominaria United online or at your local game store. And of course, you'll be able to find it at pre-releases starting September 2nd and available everywhere starting September 9th. That just about wraps things up for us, but before you go, apparently there's a few last things players need to know about this latest Phyrexian threat. Aha, da haben wir doch uns ein... It is time for Dominaria. Den hab ich in meinem weißen Deck, aber ich habe seinen Namen vergessen. I will stitch perfection into the flesh of this land. Ich weiß nicht, wer das wirklich ist, aber er war so angehört. Das war schön. Ich wollte gerade sagen, ich habe kurz überlegt, wie er hieß, aber ich habe kriegt man die, wenn... Das würde mir jetzt bestimmt was sagen, wenn ich in der Lore drin wäre. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich wusste gerade nicht... Is she dead? Is it the one? Did she fucking die on me now? Wer weiß. Stimmt, ne? Ja. She dies! Vielleicht ist es das. Wir werden es rausfinden. Ja, schöne, nette Präsentation. Hat mir gefallen. Das haben die jetzt zum ersten Mal so gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Flupf. Das stimmt. Also der Flow war relativ entspannt, vor allem was halt noch zwischendurch mit D&D kam. Also ich glaube, für jeden, der jetzt mit Magic nicht ganz so viel anfangen kann, vor allem mit dem 30-Jährigen, vielleicht gerade erst angefangen oder so, war das ganz gut. Nö, alles fein. Ja,
Ich kann nur sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, immer mal wieder kleinere Livestreams kicken wir immer mal wieder jetzt rein, wenn sich da was anbietet. Dankeschön dir fürs dabei sein. Danke fürs Hosten. Jo, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst ein Like da und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Der nächste Stream, nächste Woche Gamescom Opening Nightlife. Gut, das ist kein kleinerer Stream, der ist ein bisschen größer. Ja, ein bisschen größer. Einen wunderschönen Abend an euch alle noch. Fließt nicht weg. Nee. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.